Im ersten Schritt wird der Rundstahlblock auf die benötigte Länge getrennt. Eine waagerecht geführte Kreissäge schneidet das Material präzise ab. Ein sauberer Schnitt ist hier entscheidend für alle folgenden Prozesse. Der zugeschnittene Block fährt anschließend in den Umlaufboden-Glühofen. Hier dreht sich der gesamte Ofenring langsam im Kreis, während das Werkstück gleichmäßig auf über 1200 Grad Celsius erhitzt wird. Erst in diesem Zustand ist der Stahl plastisch genug, um ohne Materialfehler weiterverarbeitet zu werden. Der glühende Block wird nun zur Mannesmann-Einrichtung geführt. Hier sieht man die charakteristischen Schrägwalzen sowie die Lanze, die gleich in das Material eingreifen wird. Auf den ersten Blick wirkt der Aufbau schlicht, doch dahinter steckt einer der wichtigsten Schritte der gesamten Rohrherstellung. Jetzt beginnt der charakteristische Mannesmann-Prozess. Zwei schräg gestellte Walzen drehen den glühenden Block nicht nur, sie erzeugen Schubspannung im Inneren. Durch diese innere Spannung reißt das Material in der Mitte auf und die Lanze formt daraus einen sauberen axialen Hohlkanal. Ein Verfahren, das seit über 100 Jahren nahezu unverändert funktioniert und bis heute technisch beeindruckend ist. Der vorgebohrte Hohlblock fährt nun weiter zur Plugmill. Hier stabilisieren große Walzen das Werkstück, während ein feststehender Dorn, der sogenannte Plug, das Innenprofil definiert. Das Ergebnis ist eine deutlich gleichmäßigere Wandstärke. Als nächstes passiert das Rohr die Sizing Mill, die Kalibrierstrecke. Mehrere Walzen formen den Außendurchmesser exakt auf das erforderliche Maß. Für Außenstehende wirkt das simpel, doch hier entscheiden Zehntelmillimeter über die Qualität des Endprodukts. Weiter geht es zur Stretch Reducing Mill. Diese Anlage reduziert Durchmesser und Wanddicke gleichzeitig, und das bei hoher Geschwindigkeit. Hier erhält das Rohr seine endgültige Dimension. Im Anschluss gelangt das glühende Rohr in die Abkühlzone, das sogenannte Cooling Bed. Hier sieht man einen charakteristischen Zwischenschritt. Eine Druckluftlanze wird in das Rohr eingeführt und bläst losen Zunder aus dem Inneren. Optisch eindrucksvoll, technisch notwendig. Danach wandert das Werkstück weiter über das Cooling Bed und kühlt auf etwa 200 bis 400 Grad Celsius ab. Erst jetzt lässt es sich sicher weiterverarbeiten. Die nächste Station ist die Richtmaschine. Die Richtmaschine korrigiert verbliebene Krümmungen. Mehrere Walzen üben kontrollierten Druck aus, bis das Rohr eine nahezu perfekte Geradheit erreicht. Ein unscheinbarer, aber entscheidender Präzisionsschritt. An den Stirnseiten wird nun erneut abgelenkt, diesmal auf die endgültige Nutzlänge. Die formgebenden Arbeitsschritte sind damit abgeschlossen. Bevor das Rohr ausgeliefert werden kann, durchläuft es jedoch mehrere präzise Prüfungen. Zum Schluss folgen die Qualitätskontrollen. Hier misst der Arbeiter Wandstärke und Durchmesser direkt am fertigen Rohr. Anschließend die Schlagprüfung. Sie zeigt, ob das Rohr einen sauberen Rundlauf besitzt. Fertig ist ein nahtloses Rohr, ein Produkt, dessen Herstellung von außen schlicht wirkt, aber in Wahrheit aus präzise aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten besteht.